In dem Drama von Gad Elmaleh halten die beiden Schwestern Susanne und Maria zusammen wie Pech und Schwefel. Das müssen sie auch, denn in dem 94-minütigen Drama wird Susanne nicht nur mit 17 Jahren schwanger, sondern gerät auch auf kriminelle Abwege. Auch die Frauen im Filmgeschäft halten zusammen und werden zur Stimme einer neuen Generation. Wir haben Christian Jungen, Kulturredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, gefragt, warum das Zürich Filmfestival ein Programmfenster der Nouvelle Vague au Féminin gewidmet hat. Es gibt in Frankreich eine neue Generation von Filmemacherinnen, die alle zur selben Zeit den Durchbruch geschafft haben. Die meisten sind so zwischen 1973 und 80 geboren, wurden in Cannes entdeckt und erobern jetzt die Welt. Und ich glaube, das Zürich Filmfestival will diese neue Generation würdigen, indem es eben 10 Filme zeigt, die sehr repräsentativ sind für diese neue Art des Kinos. Der Coming-of-Age-Film von Mia Hansen-Løve lässt uns miterleben, wie das Jugendherz der 15-jährigen Camille zerschellt. Traurig, konfus und abhängig hat sie die Liebe zu dem 4 Jahre älteren Sullivan gemacht, der sie für einen Auslandaufenthalt verlässt. Goodbye First Love zeichnet den langen und schmerzhaften Weg eines fragilen Mädchens bis zur erwachsenen, selbstbewussten Frau. Ein harter Kampf war es auch für den weiblichen Film, Beachtung zu finden. In diesem Jahr wurden gleich 3 Werke von Filmemacherinnen ausgezeichnet. Warum ist das so und wie wichtig ist das für die Frau im Film? Es hängt damit zusammen, dass das eine Generation ist von Postfeministinnen, die gar nicht mehr so kämpfen, sondern für die ist es ganz selbstverständlich, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft haben, auch in Führungsetagen. Und sie ernten sicher ein bisschen die Früchte der Feministinnen, die gekämpft haben in den 80er und 90er Jahren. Und es ist unglaublich wichtig, weil natürlich das Kino eine große kulturelle Definitionsmacht hat. Man sieht im Kino die Helden auf der Leinwand und jetzt gibt es plötzlich viel mehr Frauen, die im Zentrum stehen. Und ich denke, dass dies zum Beispiel das Selbstvertrauen von jungen Zuschauerinnen von heute enorm stärkt. In dem Drama von Céline Sciamma versucht die junge Mariem ihren frustrierenden Zukunftsaussichten zu entfliehen. Sie nennt sich von nun an Vic, um als Gewinnertyp in einer Mädchengang durchzustarten. Kein ungefährliches Unterfangen. Auch die Frau im Filmgeschäft versucht sich zu wehren, verdient sie doch bis anhin bis zu 30% weniger als ihre männlichen Kollegen. Wie sieht es mit der Gleichberechtigung aus? Also ich denke, überall da, wo staatliche Stellen am Walten sind, da gibt es jetzt eine Gleichberechtigung. Es ist vielleicht sogar eher so, dass im Zweifelsfall eine Frau etwas bevorzugt wird. Aber Film kostet sehr viel Geld und das Geld kommt immer noch von den Männern, vor allem in der Privatwirtschaft, und dort haben es Frauen ganz sicher schwieriger, also Regisseurinnen. Man weiß zum Beispiel, dass das Durchschnittsbudget eines Filmes, den ein Mann macht, enorm viel höher ist als das Durchschnittsbudget von Frauenfilmen. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass viele dieser neuen Regisseurinnen eher Filme aus dem Privaten erzählen. Da fliegen keine Brücken in die Luft und das ist dann entsprechend natürlich billiger, als wenn man einen großen Actionfilm macht, wie das Luc Besson produziert. Mon Roi, mein Ein und Alles. In dem fesselnden Drama von Maïwenn erinnert sich die Anwältin Marie Antoinette nach einem Skiunfall an ihre Beziehung zu Giorgio zurück. 10 Jahre sind seit dem Moment vergangen, in dem ihre Liebe lichterloh entbrannte. Jahre voll bunter Gefühlsstürme, durch die uns der Film im rasanten Tempo mitreißt. Was macht diesen Film so besonders? Er hat eine unglaubliche Intensität von der ersten bis zur letzten Minute. Der hat mich wirklich hineingezogen. Man merkt, dass das eine dringliche Geschichte ist, die unbedingt erzählt sein musste. Das ist das eine. Und das andere finde ich eben sehr interessant, dieses postfeministische Frauenbild. Wir haben hier eine erfolgreiche Anwältin, die aber wenig in der Kanzlei gezeigt wird und viel in der Küche, im Haushalt. Und das hat ja dann auch zu Polemiken geführt am Festival von Cannes. Da hat man Maïwenn vorgeworfen, sie huldige einem antiquierten Frauenbild. Aber für die ist eben schon wieder ein Schritt weiter als die alten Feministinnen. Sie sagt, jawohl, die moderne Frau fällt vielleicht auch mal auf einen Macho rein und wollte eben genau zeigen, wie schwierig es ist für eine Frau dann von einem solchen Mann loszukommen. Das Drama von Emmanuel Bercot handelt von der 60-jährigen Betty, die weder Glück in der Liebe noch im Geschäftlichen hat. Als ihr eines Tages die Zigaretten ausgehen und sie im dörflichen Leben verzweifelt nach Ersatz sucht, steigt sie ins Auto und fährt immer weiter. Mit jedem zurückgelegten Kilometer und neu gemachter Bekanntschaft wird ihr klarer, dass sie sich sehr viel mehr wünscht als einfach nur eine Zigarettenpause. Die Rolle der Frau, die ihre Grenzen überwindet oder erweitert, ist auch zentral in der Nouvelle Vague au Féminin. Wie kommt eine solche neue Welle zustande?
Die Nouvelle Vague ist für mich, wenn eine neue Generation zur selben Zeit den Durchbruch schafft, also viele Vertreter dieser Generation, so war das 1959 mit Godard, Truffaut, Romer etc., die in Cannes den Durchbruch schafften, und so ist es eigentlich für mich auch heute in diesem Nouvelle Vague au Féminin. Wir haben sehr viele Regisseurinnen, Mia Hansen-Løve, Mai Wen, Emmanuel Berco etc., die jetzt im Gespräch sind, und deshalb denke ich schon, dass es gerechtfertigt ist, von einer neuen Welle zu sprechen. Zumal es auch noch inhaltliche Parallelen gibt. Die Art und Weise, wie Regisseurinnen mit der Musik umgehen, die häufig einen sehr emotionalisierenden Effekt hat, das, glaube ich, ist schon ein Stilelement, das Männer viel weniger oder auf jeden Fall viel zurückhaltender einsetzen würden. Der Thriller Maryland von Alice Winocourt dreht sich um die Geschichte des Ex-Soldaten Vincent, den die Erinnerungen an seine Afghanistan-Einsätze immer noch zu schaffen machen. Als Sicherheitsmann versucht er wieder Fuß zu fassen und findet sich alsbald mit der Ehefrau und dem Sohn seines Arbeitgebers allein auf dessen Anwesen Maryland wieder. Am Strand dann plötzlich die Bedrohung. Zahlreiche schwer bewaffnete Männer tauchen auf, sowie die Frage: Hat Vincent Paranoia oder passiert das alles in Wirklichkeit? Maryland ist ein hochklassischer Arthouse-Thriller eines Ausnahmetalents im französischen Film. Kein Wunder ist er auch im diesjährigen Programmfenster der Nouvelle Vague au Féminin am Zürich Filmfestival dabei. Unter 10 Filmen rund ums französische weibliche Kino.